Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich wollte zu Anfangs mal anmerken, dass die kommenden Videos, sprich bis Sonntag oder ich würde eher sagen bis Montag, denke ich mal, vorproduziert sind. Ja, hat den Grund, dass ich das Wochenende mal ein bisschen Pause gebrauchen kann, denke ich mal. Ne? Wie, denke ich mal, jeder von uns so, ne? Und ja, bin das Wochenende nicht daheim, deswegen ja, müssen ja trotzdem die Videos irgendwie abgedeckt werden, ne? Und ja, das macht sich natürlich nicht von selbst, deswegen muss ich ein paar Videos im Vorhinein aufnehmen. Und das Ganze geht, denke ich mal, so bis Montag, denke ich mal, ne? Also so lange werde ich ja erstmal weg sein. Trotzdem kriegt ihr natürlich jeden Tag ein Video, ne? Und heute geht's los am ersten Tag, und zwar werden wir heute mal schauen. Ich habe einen neuen besten Versuch gegen Ares, ne, unternommen. Denn Ares, ihr kennt ihn alle, der letzte Gegner oder der nächste Gegner, besser gesagt, im Olymp, wo ich nicht wirklich dran vorbeikomme, auch keine Chancen habe, den irgendwie großartig zu besiegen. Es sei denn, meine Kunigunde weicht irgendwie gefühlt 30, 40 Mal aus oder so, dann eventuell eine gewisse Chance. Ja, selbst wenn ich komplett das beste, aktuellste Equipment mit dem besten Stein hätte auf allen meinen Begleitern, die passenden Runen zum Gegner, selbst dann sieht der Kampf immer noch ziemlich aussichtslos aus, aber ich habe einen Fight auf jeden Fall aufgenommen. Das ist der hier, der ist am 8.6. entstanden. Ja, kurz vor 4 Uhr. Den wollte ich mal mit euch teilen und mal gucken, wie das Ganze so aussah. Ich hatte mir den Kampf tatsächlich noch nicht angeschaut gehabt. Ich hatte mir jetzt nur mal, also ich merke mir so ungefähr, gut, wenn er dieses und dieses Leben erreicht, dann könnte es schon sein, dass das einer meiner besten Tries war. Und ja, bisher war es immer so gewesen, ja, bis zur Hälfte ist er mal so gekommen. Jetzt ist er ein bisschen weiter gekommen. Ihr werdet es ja gleich sehen. Meine Kunigunde hat er auch ganz gut geregelt, würde ich mal sagen. Und ja, ich meine, unterm Strich sind es nur 300 Millionen. Also mir geht es auch primär, würde ich jetzt mal so sagen, gar nicht mehr darum, um hier noch zusätzliche Erfahrung aus den Gegnern rauszubekommen, um noch mehr Level-Ups zu schaffen. Das ist tatsächlich, ja, also klar, man freut sich natürlich über 300 Millionen, das ist vor allen Dingen auf meiner Stufe übelst viel, so, ne, also dadurch, dass ich ja halt kaum noch Erfahrung durch die Quest bekomme und durch die Akademie und so weiter und so fort, und umso höher man im Level ist, umso weniger Erfahrung bekommt man, ne, deswegen ist es auf meinem Level auf jeden Fall schon sehr viel, 300 Millionen. Allerdings, ja, ist es halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so, ne, und im Prinzip geht es mir eigentlich mehr darum, dieses, ja, behaupten zu können, ich habe Ares gelegt, ne, anstatt mich über die Erfahrungspunkte zu freuen, so, ne, also ich freue mich eher darüber, dass ich jetzt noch eine Etage weiter bin, noch einen Gegner weiter, weil das sind halt jetzt wirklich die allerletzten Gegner, auf die wir uns hier zubewegen, und deswegen hoffe ich mal sehr, dass demnächst auch bald wirklich mal neue Dungeons rauskommen. Nicht nur der legendäre Dungeon. Der legendäre Dungeon ist auch schön, der ist gut, ne? Macht auch Spaß, aber halt nur für 10 Tage so, ne? Und ja, bei diesen Dungeons hast du ja dann doch ein bisschen was längerfristiges in den meisten Fällen. Ja, manchmal kann es natürlich auch sein, die bringen Dungeons raus und ich klopp die mit meinem Main direkt in einem Video durch, dann habe ich davon auch nichts mehr. Ne? Deswegen wäre es auf jeden Fall cool. Wir hatten da ja viele Theorien schon uns ausdenken können, und es kamen ja auch viele Vorschläge, was man da so umsetzen kann, auch was für themenbezogene Dungeons man reinnehmen kann ins Spiel. Und deswegen würde ich mich da freuen, wenn es da auf jeden Fall in die Richtung noch ein paar mehr Sachen gibt, ne? Vielleicht eine neue Dungeon Map oder so, wo man halt neue Dungeons hinzufügen kann, weil auf unserer Karte ist kein Platz mehr, ne? Und ja, wir sehen hier Ares auf 7,2 Milliarden Leben runtergekloppt, sonst kam ich immer so bis 8, so, das ist so die Hälfte ungefähr, ja, und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich sag mal so, wenn ich vielleicht, keine Ahnung, lass mich 1000 Pilze oder so investieren, dann könnte es
unter Umständen sein, dass ich mal ein Fight reinlacke, wo halt meine Kunigunde übelst krass am Abgehen ist, so, ne? Aber wie gesagt, da müsste ich meine Begleiter halt auch ein bisschen mehr aufwerten und das ist es mir jetzt nicht wert, muss ich sagen. Dann investiere ich lieber mein Gold, was ich habe und meine Kristalle, die ich durch meine Begleiter abziehe, investiere ich dann lieber in meinen Main, um dann halt besser auf dem Server hier abzuschneiden von der Performance her. Ja, ansonsten können wir mal gleich gucken. Mich interessiert nochmal, wer momentan gerade in der internationalen Ehrenhalle ist. Da habe ich auch schon länger nicht mehr reingeschaut tatsächlich. Ne? Falls sie funktioniert, das ist ja auch immer so fraglich. So, wir haben hier 26, Bad News One ist hier immer noch am Start. Ignal auf der 6, Glückwunsch dazu. Nachteule hält sich schon sehr lange auf Platz 1. Ich wollte mal auf meinem Server gucken. Der ist ja, wo ist der so ungefähr? Joa, nö. Den habe ich bestimmt schon wieder übersehen. Der war auf jeden Fall ein bisschen höher gewesen. Teufli. Achso, ja, ich fand es schon erstaunlich, muss ich sagen, dass wir jetzt schon hier die Well Nightstar schon überholt haben von unserem Server aus her, weil die war ja mal ganz oben gewesen in der internationalen Ehrenhalle. Kam aber dadurch, dass halt sich Ego, ne, der ja den Account auf dem Server S15 ja auch hatte, der war halt immer ganz oben gewesen, hatte sich dann gelöscht und dadurch ist halt der nächsthöhere Charakter dann in die internationale Ehrenhalle bekommen. Das ist halt hier die Well und dann wurde die halt mehr oder weniger durchgereicht durch die Liste, weil die natürlich der Platzierung von Ego damals, was er auf dem Server gemacht hat, nicht standhalten konnte und deswegen ganz schnell von Top 10 oder wo sie drin war, hier jetzt auf 75. Jetzt sind wir hier und da und jetzt kämpfen wir gegen sie und haben sogar gewonnen, tatsächlich, ja. ein sehr schnelles Magier-Battle, ne? Also ohne Kompromisse, die Magier sind da immer sehr, brachiat unterwegs. Ja, krass. Heftig langer Kampf auf jeden Fall. Guter Spannungsbogen hat sich da aufgebaut. Konnte man richtig mitfiebern. Ja, das feiere ich ja irgendwie immer an den Magier-Battlen. Ist aber auch irgendwie so ein bisschen schade, weil man kann, ja, weiß ich nicht, man hat halt nicht so viel vom Kampf. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz nice, dass der nicht so lange sich in die Länge streckt, sag ich mal. Ne? Und ja. Ansonsten haben wir hier auch bald die 300 Millionen Leben, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Können endlich weitermachen mit Intelligenz. Das ist natürlich sehr nice, hilft mir auf meinem Server sehr krass. Und ja, hier könnte ich mich noch ein bisschen hochpushen, wenn ich wollte. So, das ist gar kein Problem. Bisschen Ehre abfarmen. Ich habe auch heute noch gar keine Alu gespielt, das kommt auch noch mit dazu. Weil da bekommt man natürlich auch Ehre und das ist natürlich auch immer ziemlich nützlich. Ne? Wir können ja mal spaßenshalber einen Kampf mal gegen Sir Webster machen, mal schauen, wie das hier aussieht. Gegen Sir Webster bin ich jetzt ganz gut unterwegs durch mein Leben, was ich gestackt habe. Gegen Teufel muss ich mehr Intelligenz stacken, weil hier deutlich mehr Intelligenz als Schaden hat. Und das ist natürlich dann ein bisschen wichtiger, denn auf das Attribut von ihnen zu gehen und was ja auch gleichzeitig mein Attribut ist. Ja, deswegen, ne, gucken wir mal. Wir machen mal einen Probefight, ne, um mal zu schauen. Crit vielleicht mal, wäre ganz nützlich. Nee, nicht von dir. Okay, gut, alles klar. Das ist natürlich doof gelaufen, aber wir schauen mal, wir wollen auch mal einen einigermaßen durchschnittlichen Fight sehen. Da haben wir zumindest mal einen Crit-Treffer. Ja. Knapper Crit. Oh, nee, ich glaube es ja nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ach, Mann. Das ist ja ein bisschen, jetzt will ich aber auch mal einen Kampf gewinnen hier. Jetzt hat er mich, der ist gewonnen. Ein Rang abgestiegen. Perfekt. Ja, gegen Sir Webster, da war ja wieder klar, hier erst große Töne spucken, ja, und dann hier wieder so richtig kassieren. Ach, das muss doch jetzt aber wirklich auch nicht sein, ne? Tut doch jetzt auch nicht Not, dass wir jetzt hier im Video jetzt hier so ein kassieren hier. Ich bin aber auch sehr unlucky, muss ich mal so jetzt mal festhalten hier. Komm, jetzt aber. Ja, ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Ich glaube, heute ist gar nicht mein Tag. Alter, ich habe jetzt... Er haut hier 3 Crit-Treffer hintereinander raus. Ich hau hier gar keinen Crit-Treffer raus hier irgendwie. Das kann ja auch irgendwie nicht sein, ne?
Komm, jetzt will ich mal einen Kampf gewinnen hier, um mal ein bisschen Ehre jetzt mal wieder zu bekommen. Ja, das kann ja wohl nicht angehen, wie das ein oder andere Elektrogerät, wenn die Steckdose fehlt hier. Ey, das ist so unglaublich. Sag mal, mache ich irgendwas falsch hier oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Hier müssen wir mal die Werte vergleichen. Hatte ich hier irgendwas geupgradet oder so? Das ist einfach unlucky jetzt momentan gerade, ne? Guck mal, wir haben ihn sogar von den Werten her schon fast überholt oder eingeholt, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt unser Main-Attribut schon höher als sein Main-Attribut, ja. Und von der Ausdauer her sind wir jetzt auch schon fast an ihn dran. Da ist er noch gute 6000 Ausdauerpunkte vor uns hier, ne? Aber wir sind auch, ja, sagen wir mal 3000 Punkte mit unserem Main-Attribut da vorne dran. Also klar, also ist natürlich immer noch ziemlich random das Ganze hier. Ihr seht das ja, ne? Auch wenn unsere Statpunkte sich jetzt nicht so unterscheiden. Jetzt muss ich aber mal... Ja, ey, komm, das war jetzt aber auch mehr als nötig, ne? Jetzt will ich aber noch einen Fight gewinnen hier. Das kann ja wohl nicht sein. Wir wollen wenigstens nochmal von 96.000 Ehre runterkloppen hier. So, jetzt können wir nochmal einen zweiten Fight gewinnen. Jetzt können wir auch mal lucky sein, nochmal einen Crit. So, jetzt nochmal einen ordentlichen Crit-Treffer. Jawohl. Okay, jetzt bin ich schon zufrieden. Das reicht mir schon. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Ich bin ja da sehr bescheiden. Gut, ja, ein bisschen unlucky gewesen, ne? Aber was willst du machen? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu 2. Gut, jetzt beginnt vielleicht die Phase, wo wir wieder Glück haben. Ne? Das ist immer irgendwie so ein Hin und Her. Ne? Und ja, aber gut. Mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht beitragen. Es ist komplett unnötig, sich in der Ehrenhalle hier zu kloppen, nur für den Rang. Es ist nichts weiter als Pilzverschwendung so, ne? Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht großartig weitermachen. Gut, kommen wir nochmal ganz schnell hier rein. Hier gibt es auch nicht mehr viel, könnte ich mal wieder opfern. Das mache ich mal nochmal irgendwann. Aber ist auch mittlerweile jetzt nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem möchte ich den immer noch aktiv halten. Und ja, gut, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.